Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns zur Abwechslung mal wieder auf meinem Main, denn dort steht der nächste kleine Meilenstein an. Und zwar die, wie ich finde, wunderschöne Stufe 666. Mal wieder eine Schnapszahl und vor Stufe 700 wahrscheinlich die nächste Stufe, die wahrscheinlich sehr beachtenswert ist für alle Zahlenfetischisten unter uns. Ja, die dreifache 6, die Zahl des Teufels oder die Zahl des Tiers ist es, glaube ich. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Geht, glaube ich, beides, aber ich bin mir da recht unsicher. Ich habe zumindest schon mal beides gehört. Ja. Ziel der heutigen Folge auf jeden Fall die 666 zu erreichen und das sollten wir eigentlich auch hinkriegen, indem wir unsere Dailies hier einfach mal erledigen und ich würde sagen, genau das werden wir auch mal machen. Zuallererst hauen wir hier mal der unzähligen Hydra einen Kopf ab, damit nochmal welche nachwachsen, ja, ab 25%, ab der unzähligen Hydra ist hier leider auch Schluss, höher geht's nicht mehr, ja, unzählig ist unzählig. Leider ist der Drainy bei uns hier schon irgendwie seit einigen Tagen offline, keiner weiß, was los ist. Ein sehr starker Account, Stufe 680, der jetzt schon 10 Tage leider nicht mehr gespielt hat. Ich hoffe mal, er kommt noch wieder und ist nicht für alle Zeiten weg hier, weil das wäre natürlich sehr schade. Ja, aus der Zeitmaschine bekommen wir nur 1,5 Millionen. Das bringt uns leider gar nichts. 10 Millionen fehlen jetzt noch und die werden wir mal irgendwie zusammentragen und werden hier erstmal unseren Daily Stuff machen. Das kommt ja dann auch ganz automatisch mit den Aufträgen, ne, die man hier jeden Tag sowieso machen muss. Hakt man dann halt eben seine Daily Quest ab. Ne? Arena-Kämpfe können wir sehr gerne mal machen. Warte mal, wir verskillen mal unser Gold. 400.000 ist auf jeden Fall unsere nächste Anpeilung hier. Das steht auch bald in Sichtweite. Ja, gegen Sir Webster verlieren wir noch zumindest, ne? Weil wir deutlich schlechteres Equipment momentan haben. Trotzdem steigen wir auf jeden Fall basispunkttechnisch am schnellsten auf dem Server. Aber das kann im Moment zumindest noch die ganzen Verbesserungen und neuen Steine und sowas und die neue Waffe vor allen Dingen halt noch nicht ganz ausgleichen. Aber zumindest von den Basiswerten her sind wir, denke ich mal, doch ein bisschen stärker. 129 zu 133 und 163 zu 177. Ja, also wir sind ein ganz schönes Stück stärker. Sowohl Haupt- und Nebenattribut haben wir mehr Basispunkte als Sir Webster hier auf jeden Fall am Start. Es ist halt einfach nur das Equipment, was halt reinzackt im Moment. Ne? Wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel mit Teufeli vergleichen, er hat hier 117 zu 133 und 179 zu 177. Also Intelligenz habe ich bald aufgeholt, aber trotzdem ist er vom Durchschnittsschaden hier deutlich vor mir. 229 zu 210 und das liegt halt einzig und alleine an der Waffe. Ne? Guckt euch das mal an. Oh, ich freue mich schon so, ne? Also, ich schiebe das so ein bisschen vor mir hin bis Stufe 700 so, aber es ist schön, einfach das Gefühl zu haben, ein bisschen was in der Rückhand zu behalten und wenn es dann soweit ist, dann knallen wir hier richtig durch auf jeden Fall. Die erste Aufgabe haben wir hier erledigt, beziehungsweise den ersten Beutel können wir abholen. Reicht das schon für Stufe 666? Ja. Tatsächlich ja. Und wir erreichen ihn hier in der Stadtübersicht als Hintergrund. Auch eine schöne Ansicht auf jeden Fall. Und die 666, die nächste Schnapszahl ist erreicht. Die nächste dann erst wieder die 777. Mal gucken, wie lange das noch dauern wird. Aber ist auf jeden Fall schön zu sehen. Ich genieße es jedes Mal. Ist was Besonderes, wenn wir so eine Meilensteine erreichen, sei es 600, 650, 666, jetzt 700. Das ist auf diesem Level ist es nicht mehr alltäglich, halt so ein Level abzubekommen. Und deswegen ist das immer schön, solche kleinen Zwischenziele dann zu genießen. Ja, sieht jetzt lustig aus auf jeden Fall, die dreifache 6 hier. Ja, ich weiß nicht. Es können wahrscheinlich Außenstehende kaum verstehen, aber für Leute, die halt Shakes and Fidget spielen und länger Shakes and Fidget spielen, das ist schon was Besonderes, so die Zahl dann hier zu sehen.
Genauso halt, wenn hier auch wieder eine 7 vorne steht, ist immer auf jeden Fall was Besonderes, weil einen halt die Zahlen, ja, die begleiten einen halt überall hier in Shakes and Fidget und die, ja, begleiten einen auf dem Weg weiter nach oben auf jeden Fall, ne? Ja, gut, gucken wir mal so ein bisschen in den Elevator rein hier auf dem Server. Wir sind wieder auf Platz 1, allerdings haben wir leider im Vergleich zu den letzten Malen wirklich deutlich schlechter abgeschnitten, was halt die Elevator-Leistung angeht, weil halt eben noch, ja, ein paar Leute fehlen. So, vor allen Dingen der Drainy, der haut halt hier eben gut rein. Da fehlen uns halt gut und gerne nochmal 100k, was wir mehr haben könnten. Aber auch in Bezug auf die Gesamtleistung der Gilde, ja, ist es okay. Es ist auch egal, wie viel wir haben am Ende des Tages. Ich meine, ich habe immer noch so ein bisschen im Hinterkopf die internationale Elevator-Liste, wenn die wieder rauskommen sollte, irgendwann von der Community erstellt. Dann hatten wir da ja auch ein gewisses Ranking, sag ich mal. Wir waren halt auch sehr, sehr gut gewesen, aber im Moment haben wir einen kleinen Rücklauf, was so die Aktivität auch angeht, was jetzt halt halb so wild ist, sag ich mal, weil es halt eben, ich sag mal, nur die internationale Liste ist, ne? Das hat jetzt keinen weiteren Einfluss auf unser Gameplay hier auf dem Server, weil hier am Ende des Tages ist es eigentlich auch scheißegal, ob wir Platz 1, 2 oder 3 sind, ne? Weil halt eben es auf den Boni ankommt, den man bekommt und auf die Ressourcen, die einen der Elevator dann auch am Ende des Tages gibt. Klar, man hat natürlich das Profilbild hier oder den Profilhintergrund, der sich verändert. Ne, das ist so ein bisschen Prestige, aber am Ende des Tages ist eigentlich scheißegal, weil die ersten 3 Plätze die gleichen Belohnungen bekommen. Und deswegen kann man da auch gut und gerne, ja, ne, es ist natürlich ziemlich ärgerlich, ne, ganz klar. Vor allen Dingen, wenn man halt jetzt eine ambitionierte Gilde ist, die jetzt halt wirklich darauf aus ist, Platz 1 zu werden und die beste Gilde auf dem Server zu werden, so, ne, das ist dann, die wollen ihren Rang natürlich verteidigen und ja, wenn so eine Gilde halt eben irgendwann mal Platz 2 werden sollte oder so, das ist natürlich dann schmerzhaft zu verkraften, aber wenn man es unterm Strich betrachtet, ist der Boni halt eben der gleiche, ne? Und darauf kommt es am Ende des Tages eigentlich, finde ich persönlich zumindest, drauf an. So, wir gucken mal, dass wir hier vielleicht ja, so einen kleinen Spinat kriegen hier. Ne? Zum Ende des Elevators werden wir mal hier wieder auch so einen kleinen Push hinlegen. Da werden wir mal schauen, ob wir es wieder erreichen, Stufe 500 zu erlangen, ne? Oder beziehungsweise Stockwerk 500. Es sollte ja für jeden Elevator ein bisschen einfacher gehen jetzt, sollte man denken mit der Zeit, ja, weil man sich natürlich zu jedem Elevator auch dementsprechend ein bisschen verbessert hat im Vergleich zum letzten Mal. Trotzdem sind die letzten Etagen natürlich sehr unnachgiebig, sag ich mal. Und die paar Basis-Stat-Punkte machen sich vielleicht noch nicht so bemerkbar. Was sich wirklich nachher bemerkbar macht, nehmen wir das Beutegold hier mit. 2 Etagen, 12%. Ja, können wir mal machen. Hoffentlich besiegen wir den auch jetzt ohne weiteren Bonus, wie Spinat oder Bio oder so, was die Stats verstärken. Ja, geht klar. Bisschen mehr Gold gemacht. Ich glaube, normal kriegt man 3 Millionen. Jetzt haben wir 360k mehr gemacht. Ist in Ordnung. Wir gucken mal ganz kurz. Kriegen wir den so down? Jetzt habe ich, ja, 3 Millionen bekommen wir. Ansonsten hier, ja, ist jetzt nicht so der Rede wert, finde ich persönlich, dieser Goldtaler. Aber wenn man den jetzt jeden Tag nutzt, dann könnte es sich natürlich ein bisschen drauf auswirken, sag ich mal. Aber ist jetzt eher marginal, würde ich sagen. Ne? 10% Boni haben wir jetzt. Wir sind natürlich einen Tag vorher dran. Ja, genau. Also was halt hier die Goldgrube im Vergleich macht zu dem, was die Elevator-Etagen bringen, da macht das dann, glaube ich, kaum Unterschied. Ne? Ja, die Akademie kann ich euch auch mal zeigen. Das ist jetzt aktuell mein Erfahrungseinkommen durch die Akademie Stufe 20 auf der Stufe. Die geht natürlich auch mit jedem Level-Up weiter runter. Ne? Die XP wird immer weniger pro Level und deswegen wird das Leveln halt auch immer schwieriger. Deswegen für die halt eben auf die höchsten Charts in ganz Shakes and Fidget spielen, die legen halt eben keine Dungeons bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil halt die XP weiter absinkt und die XP aus den Dungeons weiterhin natürlich auch statisch ist und deswegen die auch nicht legen. Wir gehen nochmal in den Kampf rein gegen den Monster Truck und ich denke mal, wenn wir Stufe 700 erreicht haben und uns komplett neu equippen werden, dann
wird es auch um einiges einfacher im Elevator sein, dass wir den relativ easy dann auf Stufe 500 durchkriegen. Es sei denn, die basteln dann nochmal irgendwie dran rum oder wird irgendwas am Balancing geändert oder es kommen, gut, mehr Etagen glaube ich nicht, dass mehr Etagen dazukommen. Davon gehe ich weniger aus. Ich glaube, das bleibt bei 500. Aber ich glaube, beim Balancing der Gegner wurde schon mal irgendwas gemacht. Ich glaube, beim ersten Elevator, da kamen Spieler ein bisschen zu leicht durch, beziehungsweise die stärksten Spieler, weil gesagt wurde, es sollte keiner schaffen, so vom Ding her. Und dann wurden die, glaube ich, ein bisschen stärker gemacht und die ersten oder die besten Chars haben damals zumindest ein bisschen dran gestruggelt und haben es aber trotzdem irgendwann hinbekommen. Ja, das ist auf jeden Fall der Versuch gegen den Monster Truck. Da haben wir natürlich noch nicht so hohe Chancen und das ist auf jeden Fall mein Progress hier auf meinem Main. So geht's weiter und wir verbessern uns natürlich ständig, bis auf das Equipment, aber ich sage es immer wieder, das Equipment und die Steine da drin und die Verbesserung auf dem Equipment, das ist alles temporär, das kann man jederzeit neu austauschen, so ob du es jetzt auf der Stufe machst oder auf Stufe 700, es bringt dir im Prinzip nichts, außer dass du halt eben ein bisschen konstanter immer vielleicht auf Platz 1 bist oder höher in den Rängen so, ne? Aber wenn du Geduld hast und halt auch vielleicht nicht so viel Geld ausgeben willst, um dich die ganze Zeit neu zu equippen, dann lass es einfach. Ja, Hauptsache, du machst deine Daily Stats, deine täglichen Basispunkte. Das ist das Wichtige. Das Equipment kannst du zu jedem Zeitpunkt tauschen. Wie gesagt, das Einzige, was es dir an Vorteil gibt, ist halt eben, dass du einen Dungeon vielleicht ein bisschen schneller durchkriegst, wodurch du schneller im Level aufsteigst, wodurch du weniger XP wieder bekommst wiederum. Ne? Also ist auch wieder nicht so geil. Und im Elevator kannst du dich halt ein bisschen leichter voranbringen, aber das ist halt auch wirklich der einzige Vorteil. Ne? Ansonsten kann ich mir hier ganz getrost Zeit lassen. Ich habe keinen großartigen Nachteil dadurch halt, wie gesagt, ne? Außer halt eben die Ränge hier, aber da bin ich jetzt nicht so hinterher. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall mehr mache oder mehr Basispunkte mache als die anderen und das reicht mir eigentlich aus, sag ich mal so, wie es ist, ne? Zu wissen, dass ich hier den meisten Progress mache und mein Equipment jederzeit halt eben so, wie ich halt möchte, anpassen kann. Ja, das war's soweit. Leute, ich verabschiede mich. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da, wie immer natürlich. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.